Amsterdam, eine Weltstadt mit ganz besonderem Flair. Daniel Assmann und sein Team sind hier unterwegs und erleben Amsterdam-Insider-Tipps von Menschen, die hier leben und jede Ecke kennen. Geradeaus die Türen. Boah, das ist der Hammer. Wir fahren Fahrrad. Ja, mega. Über einen Helm wurde gar nicht gesprochen, ne? Insider führen Daniel an Orte, die so in keinem Reiseführer stehen. Heute Bastian. Der aus Deutschland stammende Musiker zeigt Daniel seine Lieblingsplätze. Also hier lässt sich aushalten, oder? Absolut, kann man nicht anders sagen. Ja, es ist halt ein Top-Platz und noch recht unentdeckt. Bang, bang, ooh, yeah, yeah, bang, bang, ooh, yeah, yeah, bang, bang, ooh, yeah, yeah, bang, bang. Im Zentrum von Amsterdam trifft Daniel auf Bastian. Ja, das ist er doch. Bastian? Jo. Hey, Hi. Daniel nehme ich an. Richtig, ich bin der Daniel. Grüß Hi. dich. Hi. Ja, schön. Du bist mein Insider. Ich hoffe. Ja, ja. Lebst du schon viele Jahre hier, oder? Beinahe 20 Jahre. 20 Jahre. Ja, Ja, da 20 solltest du dich gut auskennen. Bastian erzählt, dass er Mitglied einer Polka-Punk-Band ist und außerdem eine kleine Kaffeerösterei betreibt. Ein spannender Typ. Was machen wir als erstes? Ist das schon hier unser Treffpunkt, wo wir... Theater Tuschinski. Okay. Königliches Theater Tuschinski. Ja. Ja, das ist 3 Schritte zurück. Schau dir erstmal die Fassade an. Letztes Jahr 100 Jahre alt geworden. Ist das noch ein Theater oder ist das zum Kino umfunktioniert? Nee, es ist von Anfang an als Kino entworfen. Ja, ja. Vielleicht müssen wir einfach mal reingehen. Ja, auf jeden Fall. Es geht rein in eine andere Welt. Und es ist, als ob man in eine andere Zeit abtaucht. Mitten in die 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Hier sind Premieren von holländischen Filmproduktionen, die finden hier statt. Dann ist hier ein roter Teppich, Ja. so groß ungefähr. Holländische Filmstars, die kommen alle mit dem Fahrrad. Ja. Aber das heißt ja, wenn man als Tourist in Amsterdam unterwegs ist und vielleicht hat man mal schlechtes Wetter und denkt sich, ja, ich gucke mir mal einen Film an, ist das hier Pflicht? Ja, ich persönlich finde es ist eine Perle. Und das ist nur das Foyer. Ja. Vielleicht müssen wir mal im großen Saal gucken gehen. Da müssen wir einmal hier komm. rumlaufen. Ja. Geradeaus die Türen. Hier schon? Hier, ja. Ah, hier rein. Einmal Okay. ziehen. Boah, ja, das ist echt der Knaller. Wahnsinn. Daniel ist sprachlos. Und das ist er selten. Unvorstellbar schön, ne? Klasse, Wirklich. Guck dir das an. Boah, wenn du hier vorkommst, boah, komm mal hier vor und dann, das ist der Hammer. Das hat nun auch wirklich nichts mehr mit den üblichen Kinos zu tun. Hier herrscht Opernball-Atmosphäre. Hier unten drunter ist ein Orchestergraben. Ja. Und da ist kein Orchester mehr. Und soweit ich weiß, war da von Anfang an eine große Orgel, eine Wurlitzer. Ja. Die spielte dann hier. Das waren Stummfilme. Da waren auch noch einige wie heißt das, Geräuscheffekte und so weiter in der Orgel eingebaut. Ja. Und Krass. das wollte ich dir auch gerade noch zeigen. Dick, heb je wat muziek voor ons alsjeblieft? Dankjewel, Dick. Dankjewel. Sensationell. Ja. Ja, das war ein Auftritt. Der Wahnsinn, oder? Wirklich Ja, der ja. Wahnsinn. Hey Dick, dankjewel. Ontzettend bedankt. Misschien de uitgangsmuziek. We kregen een exit music. Ach, die Ausgangsmusik. Der Rausschmeißer. Komm. Ja. So, schön. Der erste Insider-Tipp von Bastian. Eine ultimative Schlechtwetter-Alternative. Ein Kinoerlebnis, bei dem der Film schon zur Nebensache wird.
Auf zum nächsten Tipp. Aber in einer Stadt wie Amsterdam ist meistens auch schon der Weg das Ziel. Denn wirklich überall gibt's was zu sehen. So, und jetzt kommen wir hier schön über die Amstel rüber. Schau dir das an. Sieht super aus. Hier hinten, Ja. das ist die magere Brücke. Die weiße, die man da sieht, Die magere Brücke. da ist nicht viel dran, oder wie? Naja, da ist die Recht Legende. schmal. Ja. Die zwei Füße der Brücke, Aha. die sind gebaut von den Schwestern, die Geschwister Mage, die wohnten links und rechts okay, auf ist der ja vom Amstel. Die Namen. waren reich. Und das mittelste Stückchen, das was aufklappen kann, das ist finanziert durch die Stadt. Und wenn du dann da drüber läufst, ist es erstmal so breit, Ja. die Brückenköpfe, und dann wird das aber so schmal. Weiter zu Fuß würde zu lange dauern, meint Bastian. Auf zu Bastians nächstem Insider-Tipp. Und dann ist hier zufällig ein Fahrradverleih. Hey, Ob das wirklich ein Zufall ist? wir fahren Fahrrad. Ja, mega. Es gibt ganz paar Regeln hier in Amsterdam, was dann etwas anders sein könnte. Ja. Pass vor allem auf. Mit dem Rad kommt man in Amsterdam deutlich besser voran als mit dem Auto. Ein ganz neues Gefühl von Freiheit. Über einen Helm wurde gar nicht gesprochen, ne? Ich habe ja auch noch nie einen mit Helm gesehen. Sag mal so, ich passe mich der Situation an. Ausnahmsweise. Zum Glück liegt Bastians nächster Lieblingsort nur ein paar wenige Kilometer weit entfernt. Und die letzten Meter dorthin geht's dann zu Fuß. So, und jetzt würde ich dir gerne noch eine weitere Perle zeigen, hier mitten im Zentrum von Amsterdam. Ja. Ein Laden zwischen Kunst und Käse. Hier würde man auf den ersten Blick einfach vorbeilaufen. Der zweite Blick zeigt das besondere Konzept des Ladens. So, und Brian's Groente en Fruit. Brian, hey Mann. Hi, Wo ist er? Daniel, hi. Das ist Daniel. Hi Daniel. Brian. Schöner Laden. Hier macht's die besondere Mischung. Ein wahrer Gemischtwarenladen. Kann man alles kaufen? Alles ist zum Kaufen. Ja. Das ist so schräg, dass es richtig Spaß macht. Dieses Sammelsurium zwischen Kunst und Käse. Man kann gar nicht so richtig, also ich jetzt zumindest auf den ersten Eindruck festmachen, das kriege ich jetzt hier bei Nee. Brian, sondern irgendwie kriege ich gefühlt alles, Genau. aber alles ein bisschen besonders. Und Stück für Stück entdeckt man dann lauter Sachen, die man wohl niemals gesucht hätte, die aber plötzlich irgendwie äußerst interessant sind. Boah, guck mal hier. Kennt ihr die noch? Klar, ne? Ja, klar. Der Matt. Und Brians Laden hat noch mehr zu bieten. Dafür geht's raus. Einmal drumrum und es wird regelrecht abenteuerlich. Das fände man nie, wenn man es nicht wüsste. Das nenne ich mal einen Hinterhof. Ich fühle mich hier sehr an Berlin erinnert oder sowas. Das ist ein bisschen ein vergessenes Stückchen von der Stadt. Was hier aussieht wie ein chaotisches Stillleben, das lässt Brian laut Bastian alle paar Tage oder Wochen immer neu und immer wieder anders aufblühen. Das wird einfach gebraucht als Street Art Galerie, und dann ist hier mega. zwischendurch, wenn die Nachbarn nicht da sind, dann ist hier ein Konzert, und es ist nicht Ja. öffentlich hier. Ja. Also wenn man Der- mal nett fragt. Ganz genau. Wenn das Leute sind, die ihm gefallen, dann, Ja, dann ja. Ist man willkommen. Ja. Wollen wir weiter? Machen wir weiter. Street Art scheint zurzeit das große Thema in Amsterdam zu sein. Wenn Sie also bei Ihrem nächsten Amsterdam-Trip hier Kunst anschauen oder bei einem der Konzerte zu Gast sein wollen, einfach Brian fragen. Die nächste Etappe. Es geht mit dem Fahrrad weiter. Und bei der Ankunft wirft der Name des nächsten Insider-Tipps erstmal Fragen auf. Bleiben wir länger? Weil ich hier lese Pension. Oder? Ich dachte, bis zum Wochenende. Ja. Ich habe die West Suite gebucht. Von außen wirkt es eher unspektakulär. Hi. Hi, hi. So, das hier ist mein Wohnzimmer. Ja, schön. Sieht gut aus.
Tollen Ausblick hast du. Ja, der Garten ist noch ein bisschen nass. Was macht das denn hier zu deinem Lieblingsplatz? Ja, es ist eine wahnsinnig tolle Atmosphäre. Also schau dich um. Das ist einfach. Hier ist abends knispert hier ein Feuerchen und dann sitzt du hier zu zweit oder zu fünft oder zu alleine. Ich habe hier letztes Wochenende noch mit meiner Band gespielt, hier um die Ecke. Dann gehen die Tische an die Seite und dann ist hier halt. Cool. Wird es auf einmal ein Nachtclub. Ja. Es geht durch den Gastraum, um das Besondere dieser Location zu offenbaren. Also Hier klar. lässt sich aushalten, oder? Absolut, kann man nicht anders sagen. Niemals hätte Daniel hier mit einer solch sensationellen Aussicht gerechnet. Ja, es ist halt ein totaler Top-Platz, Ja. wirklich mitten in der Stadt und noch recht unentdeckt. Also wo Wasser ist, da wird Gebrauch von gemacht hier in Amsterdam, in Holland sowieso. Ah ja, das ist auch eine neue Errungenschaft. Das steht hier seit ein paar Wochen, glaube ich. Steht hier eine Sauna. Da kannst du schön nach dem Essen schön in die Sauna. Musst du mal gucken, das ist klasse. Aber man darf auch angezogen reingehen. Das ist ja ganz angenehm, sehe ich gerade. Tu, was du willst. Tun können, was man will. Dieses Lebens- und Freiheitsgefühl scheint hier tatsächlich so etwas wie der Taktgeber zu sein. Was macht denn für dich Amsterdam aus? Dass man halt eben wirklich sein Ding machen kann. Und nichts ist zu verrückt. Und ja, wenn es einem zu verrückt ist, dann ist das für die anderen. Aber alles geht irgendwie, solange es keinem wehtut. Ich komme hier immer wieder gerne hin, wenn ich irgendwie weg gewesen bin. Weil das ist einfach eine wahnsinnig schöne, vielseitige Stadt mit tollen Leuten. Ich bleib hier erstmal. Amsterdam mit Bastiaan. Das fing mit einem ganz besonderen Kino an, ging ausgesprochen bunt und skurril weiter und endete mit einem traumhaften Sonnenuntergang. Die Lieblingsplätze von Insider Bastiaan. Das ist eben das Coole, wenn man mit echten Insidern unterwegs ist. Da bekommt man Tipps, die findet man in keinem Reiseführer. Und wenn Sie noch mehr davon haben möchten, dann klicken Sie sich jetzt durch. Es gibt noch 3 weitere Folgen hier bei WDR Reisen von Inside Amsterdam. Viel Spaß dabei. Yeah, yeah.